Hala Madrid, Freunde, willkommen zurück. Ja, dieses Bild sagt alles. Das habe ich gestern bei Instagram gesehen. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Ich weiß nur, dass Valverde, glaube ich, überhaupt keinen Bock auf ihn hatte. Und Vini ist noch dabei und Bellingham. Und deswegen ist Xabi Alonso weg. Also wenn das wirklich so ist, eine absolute Frechheit. Kein Spieler steht über Real Madrid und normalerweise, wenn es nach mir geht, auch nicht über einen Trainer. Klar, wenn du einen Chef da draußen hast und das ist ein Arsch, kann ich das verstehen. Aber ich glaube nicht, dass Xabi Alonso ein Arsch war. Er hatte nur Regeln, so, die Ancelotti nicht so wirklich hatte. Und wenn man natürlich Millionen verdient und so locker alles machen kann und dann kommt einer, der das nicht möchte, dann haben die ein Problem. Aber wie wär's, wenn du einfach an die Kasse gehst, dich hinsetzt, Bellingham? Setz dich doch an die Kasse und arbeite. Geh doch arbeiten. Also wenn das wirklich stimmt, was soll ich dazu sagen? Also Vini hat es ja öffentlich gemacht und da ging das so, oder es ging mehr in die Öffentlichkeit. Man wusste, ja, die sind sich nicht so einig. Bellingham, ich hab's mir fast gedacht, sein Vater daddelt da ja auch irgendwie so im Hintergrund rum, verbessert mich bitte, wenn das nicht so ist, aber Valverde, einer meiner Lieblingsspieler, das geht überhaupt nicht und da muss man Konsequenzen ziehen und wenn das eine Geldstrafe ist, aber ich rede hier nicht von 50.000 Euro, sondern eine richtige Geldstrafe, ganz einfach und wer weiß, wer da noch dran ist und sie sind doch Vorbilder, so und die Jüngeren, vor allen Dingen, die erst ranwachsen, wie soll das eigentlich enden? Klar, es ist schwer, Spieler zu entlassen statt ein Trainer, weil die Spieler ja auch sehr viel, sag ich mal, ja, mit dem Spiel zu tun haben. Der Trainer aber auch. Aber der Trainer ist immer der Leidtragende und es ist immer einfacher, einen Trainer zu entlassen. Aber ganz ehrlich, wenn das Problem war, dann habe ich, also der Perez oder der Vorstand muss doch einfach dann mal Tacheles reden. Man kann es doch nicht einfach so stehen lassen und dann sagen, okay, scheiß drauf, raus mit den Trainer. Weil jetzt, es gibt bestimmt Spieler, die auf jeden Fall auf Alonsos Seite waren, aber jetzt kommt das Problem, nicht, dass die Spieler sich auch noch gegenseitig auffressen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, bei uns oder bei Real Madrid ist wirklich die Hölle los. Wenn das so weitergeht, sage ich euch jetzt schon, das wird einfach nichts. Wir haben den Supercup mit 3:2 verloren. Das war auch für mich eigentlich eine Katastrophe. Auch wenn viele meinen, wir hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Natürlich nicht. Aber es war trotzdem, ganz ehrlich, auch wenn Vini endlich mal wieder nach 16 Spielen getroffen hat und natürlich ein absolut geisteskrankes Tor gemacht hat. Aber von was reden wir hier wieder? Mir fehlen die Worte. Ich bin, wie gesagt, über 30 Jahre Real Madrid-Fan und sowas habe ich ja fast noch nie erlebt. Also, dass immer mal irgendwelche Spieler so kommen, aber dass sich so Rudel bilden und dass sie gegen den Trainer und gegen Alonso ist doch nicht irgendwer. Aber natürlich, er ist nicht so alt, man kann es ja versuchen und mal wieder hat's geklappt. Es hat mal wieder geklappt. Ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Also ich finde es eine absolute Frechheit, eine absolute Schweinerei. Und vor allem, ich bin sehr enttäuscht, wirklich absolut enttäuscht von Valverde. Wie gesagt, bei Vini war es ja schon klar, bei Bellingham habe ich es mir fast gedacht, vor allem, wenn sein Vater da rumeiert, der hat auch übrigens nichts rumzueiern. Das macht er ja auch schon bei seinem Bruder in Dortmund und so weiter und so fort. Also ganz ehrlich, wenn das denn alles stimmt. Aber Gerüchte sind immer, es ist ja nicht so, dass das 100% nicht stimmt. Es ist immer irgendetwas dran. Und wenn ich mir denn das hier so angucken muss und ich das lesen muss, welche Spieler waren da noch mit bei? Im Endeffekt tut mir Alonso wirklich leid. Und ja, sehr, sehr traurig alles. Ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Das ging eigentlich nur darum, wenn das stimmt, es ist eine Schweinerei. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also, es ist einfach ein No-Go. Das ist ein No-Go. Und dann müssen diese 3 Spieler Konsequenzen spüren. Das ist einfach so. Das kann man nicht so stehen lassen. Aber wahrscheinlich wird es einfach so stehen gelassen und Punkt. Ja, schreiben wir runter und dann werden wir bald über das nächste Spiel spielen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich auf das nächste Spiel gucken soll, wenn das aktuell jetzt so läuft. Aktuell weiß ich nicht. Ja, folgt mir gerne auch auf Instagram und natürlich auf TikTok für die Kurzvideos. Auch hier kommen natürlich Short-Videos. Schaut gern vorbei. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, Freunde.